Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Ich entschuldige mich heute für meine raue Stimme. Obwohl ich krank bin, möchte ich nicht auf das gewohnte Freitagsvideo verzichten. Ich habe es nämlich in einem ganzen Jahr niemals ausgelassen. Heute habe ich für euch zwei wunderbare Highlights der klassischen Piratenwelt ausgewählt. Die Gouverneursfestung von 89 und den Freihafen von 92. Ich habe sie eigentlich als Kulisse für das Piratenschiff gekauft, aber das große Piratenschiff ist mit 60 cm Länge und 48 cm Höhe im Verhältnis zu den Gebäuden viel zu groß. Die Gebäudesets sind auch mit zwei Grundplatten nur 51 cm breit und an den höchsten Punkten 28 cm hoch. So sind sie relativ klein im Vergleich zum großen Segelschiff und passen mit den schönen kleinen Segelbooten viel mehr in den Vordergrund der Ausstellungsvitrine. Das große Piratenschiff kann im Hintergrund stehen bleiben. Obwohl das Gouverneurskastell und der Freihafen gut zusammenpassen und genau dieselbe Grundplatte haben, stammen sie doch aus unterschiedlichen Zeitepochen. Die Eldorado-Festung kommt aus dem ersten Piratenjahr 1989 und wird von den Blauröcken bewacht. Mit dem Freihafen von 92 beginnt die Zeit der Rotröcke, die mit dem neuen imperialen Flaggschiff aufkreuzen. Das Gouverneurskastell oder die Eldorado-Festung 6276 besteht aus 464 Teilen mit 8 Minifiguren und 2 Ruderbooten und kostete damals 1989 95 D-Mark. Es ist eine farbenfrohe, bunte Festung aus dem ersten Piratenjahr auf einer ganz neuen dreidimensionalen Burgengrundplatte. Die Bauanleitung ist ein großes DIN A4-Heft mit 16 Seiten. Erstmals setzt sich die Klebebindung durch. Die dickere Bauanleitung vom Piratenschiff war ja noch geheftet. Gedruckt wurden diese Anleitungen in Neumünster in Deutschland. Unten rechts steht das Copyright 1989. Die Titelseite ist wie immer in diesen Jahren in 2 Hälften unterteilt. Auf der oberen Hälfte die Aufmachung der Packung und auf der unteren Hälfte sehen wir Fotos von alternativen Bauideen. Auf der zweiten Seite werden die 8 Minifiguren und die 2 Ruderboote zusammengestellt. Auf der dritten Seite beginnen die 24 Bauschritte für das Hauptmodell und es gibt 20 kleinere, gelb hinterlegte Detailbilder mit Teilschritten für verschiedene Details des Modells. Das Gouverneurskastell ist das erste Set mit der neuen dreidimensionalen 32×32 Noppen großen Grundplatte. Der dreidimensionale Burghügel ist 6 Steine hoch. Es gibt vorne links eine schräge Auffahrtsrampe und in der Mitte eine große tiefe Mulde, die bis zum Boden reicht. Bei diesen Grundplatten muss man sehr gut aufpassen, dass die schmalen Ränder nicht knicken oder reißen. Wenn man das Gebäude darauf aufbaut oder andrückt, muss man immer vorsichtshalber an der Plattenunterseite dagegen halten. Für eine solche Grundplatte muss man mindestens 30 € rechnen. Das zweitteuerste Teil in dem Set ist die Gouverneursfigur, die mit diesem Oberteil und dem Gesicht sonst nur in der Gouverneurskogge vorkommt. Die Soldaten haben immer einen weißen Oberkörper mit einem Aufdruck an der Vorderseite. Das drittteuerste Teil ist die große blaue Flagge mit dem weißen Kreuz, die gekrönten gekreuzten Kanonen und die 4 Lilien. Mit 2 intakten Clips muss man dafür ungefähr 7 € bezahlen. 3,5 bis 4,5 € muss man auch für die schön mit Siegelmuster bedruckten Paneele rechnen und die gelben Halbbögen sind auch nicht besonders häufig. Viele Spezialteile wie die umgekehrten 2×1×3 75 Grad Schrägsteine und die 3×3 Ecksteine hat es schon seit einigen Jahren gegeben.
Ganz neu in diesem Set ist die Palme aus 14 brandneuen Teilen, die dem Set mit den leuchtenden bunten Farben den karibischen Flair verleiht. Es sind 8 Figuren dabei, 2 Piraten und 6 Soldaten. Der seltene Gouverneur und der häufige Offizier haben bedruckte Gesichter und die 4 Fußsoldaten haben nur die Standardgesichter. Sie tragen Schulterklappen, Rucksack, einen hohen Tschako und eine Muskete und einen Säbel als Bewaffnung. Dann gibt es noch 2 häufige Piratenfiguren, den Captain Rotbart und den Bootsmann, der wie alle Piraten einen großen Schnurrbart in seinem unrasierten Gesicht aufgedruckt hat. Ich habe hier noch mehr zusätzliche Gardisten und kann mir eine kleine Kompanie zusammenstellen. Interessanterweise sind die Soldaten eher teurere Figuren und kosten 5 Euro. Trotz bedrucktem Gesicht hat der Offizier keinen höheren Preis. Es sind 2 Ruderboote dabei, ein braunes mit roten Rudern für die Piraten und ein rotes mit braunen Rudern für die Soldaten. Beide Ruderboote haben eine kleine Flagge auf einer umgekehrten Funkantenne am Heck. Die Zitadelle ist auf einer Felseninsel gebaut. An den unteren Rändern der Grundplatte sieht man die Wellen des Meeres an die Felsen schlagen. Aus dem Eckturm führt eine Treppe hinunter auf den Landungssteg, der einen höher gestellten, schmaleren Steg und eine tiefer gelegte, breitere Plattform hat. Über dem Landungssteg ist am Eck der Felseninsel ein Gefechtsstand eingebaut mit einer Kanone auf einem Drehteller. Die Auffahrtsrampe führt hinauf zum Festungstor mit 2 braunen Torflügel unter einem Gewölbe aus 2 weißen Halbbögen. Darüber sehen wir die Terrasse mit einem einzelnen Torflügel als Balkontür vom Gouverneursappartement. Zwischen den Zinnen über dem Festungstor ist eine Muskete auf einem Scharnierhalter festgemacht. Am hohen Turm gibt es eine zweite Kanone auf einem Drehteller. Am linken Eck der Festungsinsel wächst eine Palme. An der Hinterseite gibt es über den Schießscharten eine von 2 weiteren festgemachten Musketen und rechts hinten ist die Gefängniszelle mit einem gelben, breiten 2x6x7 Türrahmen und einer dunkelgrauen Gittertür, ein Teil, das es zuerst 1984 bei der Fabuland Polizeistation gab. Vorne rechts ist ein weiterer hoher Eckturm mit einem Kran an der Spitze, der ein Untergestell aus Rundbögen hat, mit einem drehbaren Ausleger auf einem kleinen 2x2 Drehteller. Das Seil wird durch 3 Scheinwerferhaltersteine geführt, den Kranhaken kann man ohne Winde hinaufziehen und herunterlassen und mit einer Scheinwerferplatte fixieren. Daran hält dieselbe Krangondel mit Schatzkiste wie im Piratenschiff. Der Kran ist eine nette Spielfunktion, die man zum Beladen und Löschen der Schiffe gut gebrauchen kann, und man kann die Waren auch in das Verlies der Festung einlagern. Hier sehen wir das Gefängnis von der anderen Seite, den Wachturm und im Boden die Luke vom Lagerraum. Die 2 Kanonen kann man auf den Drehtellern drehen. An der Lafette steckt auf einem Halter der Stopfer und am anderen Halter hängt ein Säbel. Am hohen Turm steht die große Flagge auf einer schwarzen Turnierlanze. Beide Clips sind noch in Ordnung, aber sie halten nicht mehr fest. Die Flagge rutscht immer nach unten, ich habe sie mit einem winzigen Stück Papierklebestreifen fixiert, damit sie oben am Mast bleibt. An den hinteren Ecken der Grundplatte gibt es in der Mitte 2 2x2 Absätze. Auf dem linken Vorsprung steht eine neue große Palme. In die Palmbasis sind 6 Stammsegmente drehbar eingesteckt. Auf das letzte Segment kommt die Palmkrone mit den 4 Steckern, indem man kreuzweise 4 große Palmblätter einsteckt. Abgeschlossen wird die Palmspitze von einer 2x2 Rundplatte und einem 1x1 Rundstein. Der Gouverneur hat sich auf seinem Balkon zufrieden ein Glas Sekt eingeschenkt.
Er hat nämlich Grund zum Feiern. Er hat den wertvollen Piratenschatz sicherstellen können. Ein Gardist bringt den Schatz mit dem Ruderboot herbei. Mit dem Kran laden wir die schwere Schatzkiste aus und verstauen sie sicher im Verlies tief im Felsen unter der Festung. Captain Rotbart möchte seinen Schatz gerne wieder zurückhaben und schleicht sich mit dem Ruderboot vorsichtig an die Festung an. Bei den vielen Wachen ist es sehr schwierig, unbemerkt hineinzukommen. Der Captain Rotbart findet zwar den Schatz unter der Luke im Verlies, aber dann wird er schon von den Wachen entdeckt und gefangen genommen. Sie sperren ihn in den Gefängnisturm ein und der Gouverneur hat jetzt nicht nur den Schatz, sondern auch noch den gefürchteten Piratenkapitän. Die gesamte Besatzung der Zitadelle schwärmt aus und sucht noch nach dem Gehilfen des Piratenkapitäns im Ruderboot. Dieser nützt den chaotischen Augenblick und klettert unbemerkt von der Rückseite in die unbewachte Festung. Er rettet den Piratenkapitän aus der Gefängniszelle und die zwei mutigen Piraten flüchten im Ruderboot. Sie werden mit der Kanone vom Turm aus unter Beschuss genommen und müssen kräftig rudern, damit sie nicht von einer Kanonenkugel getroffen werden. Diese Gouverneursfestung habe ich mir vollständig original gekauft und 170 € dafür bezahlt. Das ist im Verhältnis gar nicht so teuer, wenn man denkt, dass auch die Neuauflage über 200 € gekostet hat. Beim zweiten legendären Festungsset, dem Freihafen, wollte ich nicht die 300 € für ein originales Set ausgeben. Wer auch daran denkt, sich ein solches Set zuzulegen, kann jetzt schauen, wie ich das Problem gelöst habe. Ich hatte zwar schon ein Schnäppchen um 180 € im Einkaufswagen, aber der Verkäufer wollte es nicht nach Italien schicken, was durchaus verständlich ist. Deshalb habe ich mir das Set selbst zusammengestellt. Man braucht dazu genau dieselbe graue 3D-Grundplatte mit den grauen Steinen wie beim Gouverneurskastell. Ich habe stattdessen nur die Grundplatte mit den grünen Steinen von der Pirateninsel 6273 bekommen. Es ist zwar nicht die richtige, sie hat mich auch 29 € gekostet, es ist nicht die richtige, aber ich habe sie für die Hafenfestung verwendet. Die rote Flagge hat ungefähr 9 € gekostet und die bedruckten Wandpaneele 4 €. Bei den Figuren habe ich nur die 6 billigsten gekauft, die es um 3 bis 4 € das Stück gibt. Bei den Segeln habe ich mir nachgemachte Ersatzsegel gekauft, die auch immerhin schon 21 € gekostet haben. Es war also alles zusammen auch nicht ganz billig und bei diesen vielen teuren Spezialteilen und Figuren zahlt es sich immer aus, ein vollständiges Set zu kaufen. Für das Set braucht man 4 Segel für die 2 kleinen Schiffe, die ich mir als nachgedruckte Ersatzteile bestellt habe. Gleichzeitig habe ich mir noch die Aufkleber von der niederländischen Bannenhilfe nachbestellt, wo mir noch einige fehlen. Die Segel sind aus einem festen Kunststoffgewebe, sie sind viel steifer, glatter und glänzender als die Originale. Hier seht ihr einen direkten Vergleich mit einigen Originalsegeln. Das rote ist das neu nachgedruckte und das schwarze ist ein Originalsegel. An der Oberfläche und am Rand kennt man eindeutige Unterschiede. Zuerst ziehen wir das einzelne rot gestreifte Segel am kleinen Segelboot der Piraten auf. Den Mast fädeln wir in die 2 Löcher ein, in das dritte Loch stecken wir den Halter vom Großbaum ein. Mit der kleinen Piratenflagge an der Mastspitze haben wir das kleine Piratensegelboot fertig. Für das große Handelsschiff brauchen wir 3 Segel. In das große Segel fädeln wir an der Oberkante in die 4 Löcher eine schwarze Turnierlanze ein. Das Segel wird aber nicht mit der Turnierlanze am Mast aufgehängt, sondern mit dem mittleren Loch
mit der Fahnenstange an der vorderen Öse des Mastes festgesteckt. In die unteren 2 Löcher kommt an beiden Seiten ein schwarzer Speer. Am Klüverbaum befestigen wir ein Tau und fädeln in den Klüverbaum die 2 unteren Löcher des Klüversegels ein. Das Klüverstak fädeln wir durch die restlichen 4 Löcher des Segels durch und ziehen das Tau durch den schwarzen Scheinwerferstein, den wir an der oberen Mastspitze befestigen. Beim Schratsegel fädeln wir die 3 oberen Löcher durch den Baum, den wir am Großmast anstecken. Das Seil können wir durch den Baum und das untere Loch des Segels durchführen und an der Seite des Schiffes anknüpfen. Damit haben wir auch am Handelsschiff die Segel vollständig und sie machen doch ein relativ gutes Bild, obwohl es keine Originale sind. Die Originale sind wahrscheinlich unerschwinglich. Das Set hat wieder einige besondere seltene Figuren dabei, auf die ich verzichten musste. Ich habe mir nur die günstigsten Figuren gekauft, die zwischen 3 und 5 Euro gekostet haben. Beim Freihafen tauchen 92 erstmals die Rotröcke auf. Zu Beginn der Piratenwelt waren die Gardisten ja Blauröcke. Der Offizier hat immer denselben Körper von Soldaten, aber ein bedrucktes Gesicht und kostet eigentlich nicht viel mehr als ein einfacher Soldat. Die teuren Figuren sind der Gouverneur von der Festung und der entsprechende blaue Admiral Woodhouse vom Freihafen. Statt dem Admiral verwende ich einfach einen einfachen Offizier mit einem unbedruckten Zweispitz. Aber für das Video klebe ich vorläufig einen selbst ausgedruckten Aufkleber auf den Oberkörper und den Kopf und den Hut borge ich mir inzwischen vom Gouverneur aus. Noch eine teurere Figur als der Admiral ist der wunderschöne Kaufmann, der sonst nur im neuen schwarzen Piratenschiff von 93 vorkommt. So sieht ein Foto vom Kaufmann mit der braunen Weste, dem Rüschenhemd und dem Brustgurt aus. Ich schneide die ausgedruckten Aufkleber für den Oberkörper und für das Gesicht einfach aus und verwende sie nur als Dekoration für dieses heutige Video. Der Pirat mit der Augenklappe und dem orange gestreiften Hemd fehlt mir auch. Ich habe ihn zufällig gerade nicht gefunden, aber mit 3 Euro wäre er nicht besonders teuer. Der Freihafen 6277 von 1992 oder auf Englisch der Imperiale Handelsposten mit 570 Teilen und 9 Minifiguren und 2 Segelbooten ist eine besonders schöne Hafenanlage auf 2 Grundplatten. Ich hätte für dieses Video auch schnell die graue Grundplatte von der Gouverneursfestung austauschen können, die grüne Grundplatte passt hier nicht besonders gut dazu. Auf der 3D-Grundplatte steht der Admiralsturm mit Flagge, ein Lagerhaus mit Kran und 2 Geschützstellungen. Davor liegt das Hafenbecken, in dem die 2 Segelschiffe vor Anker liegen. Um das Hafenbecken läuft ein Pier auf gelben Rundbögen mit einer Kanone. Die Hafenarbeiter sind gerade mit dem Beladen beschäftigt. Im Hintergrund steht auf dem Pier ein Zollhaus mit einem Wachturm. Das höchste Gebäude der Zitadelle ist der hohe Admiralsturm mit einem Lagerhaus im Erdgeschoss, der Admiralswohnung im 1. Stock und dem Hafenkran und der teuren roten Flagge am Dach. Der Kran ist 360 Grad drehbar und hat eine echte schwarze Seilwinde. Der Kranarm ist mit einem dünnen Segelbaum verlängert und am Kranhaken hängt eine Lastgondel, die im Gegensatz zum Piratenschiff und zur Gouverneursfestung nur 2 Noppen schmal ist. Mit dem Drehkran kann man die Schiffsladung von der Landungsbrücke in den Keller in der Mitte der Zitadelle einlagern. Der Kellerraum wird mit einer Gitterluke verschlossen, dieselbe wie der Laderaum am Piratenschiff hat.
Am Fuß vom großen Turm führt eine Klappbrücke über die Hafeneinfahrt. Seitlich am Turm gibt es ein Vordach mit 2 gelben 53 Grad Schrägsteinen und einer roten 4x6 Platte als Dach. Vom Steg führt eine kurze Leiter in den Lagerraum. Es gibt 2 viereckige gelbe und 2 runde schwarze Lasten mit Ösen für den Kranhaken, 2 Fässer und eine Schatztruhe als Ladegut, die man auch unter der Gitterluke im Keller von Festungsberg einlagern kann. Das Lagerhaus hat vorne abgerundete Torflügel und auf der Hinterseite ist es offen. Am Dach ist ein Kranarm festgemacht, mit dem man die Ladung von den Schiffen in den Speicher einlagern kann. Der Kranarm hat keine Seilwinde, sondern man muss das Seil an einer Scheinwerferplatte festmachen. Am Dach sind 2 Autodächer, die man aufklappen kann. Ein kleines Wandelement wird als Griff verwendet. Obwohl sich der Kran nicht drehen kann, kann man die Waren sehr gut mit dem schwenkbaren Ausleger am Speicherboden, in der Lagerhalle oder am Landungspier abstellen. Mitten in der Zitadelle steht eine schöne Palme. Es gibt im Set 3 Kanonen, 2 auf Drehtellern und eine auf einer Rollerfette. Bei der hinteren Hafeneinfahrt gibt es eine Klappbrücke, durch die das große Segelschiff in das Hafenbecken einlaufen kann. Die vordere Hafeneinfahrt ist etwas breiter und wir lassen das Handelsschiff auch gleich wieder auslaufen. Es ist ein wunderschönes Segelschiff mit einem gebauten Rumpf. An der Unterseite sehen wir die 6 konkaven Rundplatten, mit denen man das Schiff auf einer glatten Oberfläche leicht schieben kann. Hinten haben wir ein Heckruder. Der Bug besteht aus einer zulaufenden Platte und 2 Bugelementen. Das Bugspriet ist mit 2 Scharnierplatten schräg eingebaut und darauf ist eine Reling und der Klüverbaum aufgesteckt. Vor dem Mast ist ein kleiner Laderaum für die Schatzkiste und hinter dem Mast sehen wir 4 rote Werkzeughalter für Waffen, die hier wahrscheinlich als Handelsware transportiert werden. Und das Achterdeck kann man aufklappen. Darunter ist ein kleiner Laderaum mit einem Fass als Stütze. Das Einzige, was in diesem Schiff fehlt, ist das Steuerrad. Achtern gibt es noch eine schöne Schiffslaterne. Das ganze Schiff ist 28 cm lang und 23 cm hoch. Die Takelage haben wir uns ja schon mit den Segeln angesehen. Am Mast hängt keine Flagge, sondern 2 Ritterwimpel. Das wunderbare Segelschiff ist ein Hingucker in der Piratenwelt. Als Handelsschiff gehört es weder zu den Soldaten noch zu den Piraten. Das wunderschöne Handelsschiff ist auch in der Neuauflage der legendären Eldorado-Festung 10.320 aus dem Jahr 2023 enthalten, obwohl es eigentlich zum Freihafen und nicht zur Gouverneursfestung gehört. Das zweite Segelboot ist ein kleines Ruderboot, bei dem keine Ruder dabei sind, sondern auf einem 2x2 Drehteller ist ein Mast drehbar gelagert, den man in alle Richtungen drehen kann. Die Flagge am Mast zeigt eindeutig, dass es sich um ein Piratenboot handelt, das unserem friedlichen Piratenschiff gefährlich werden kann. Zum Schluss schauen wir uns die ganze Hafenanlage noch einmal von oben an. Das Hafenbecken mit dem umlaufenden Pier, dem Zollhaus und der Klappbrücke und der Zitadelle auf dem Felsenrücken mit der Auffahrtsrampe, Kellerraum, Admiralsturm und dem Lagerhaus mit den 2 funktionierenden Hafenkränen. Damit sind wir heute auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Die wunderbare Südseeinsel muss leider auf den nächsten Freitag warten.
Das ist das letzte Set, das ich mir für die Piratenwelt neu angeschafft habe. Und damit wird es auch die letzte Folge der Serie, für die ich mir viele beliebte und gesuchte Sets für meine Sammlung neu gekauft habe, damit ich die legendären Spielwelten in meinen Ausstellungsvitrinen präsentieren kann. Für heute bedanke ich mich bei euch allen, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen.